Onze Lehrer haben uns gelehrt, dass wir bedenken, dass diese Tiden, wo wir hier leiden, sind nicht wert verglichen mit der Herrlichkeit, wo dann uns noch mal wird uitgeteen worden. In 1924 sind unsere Menschen mal hier bei Olisos Station angekommen, ganz von Saskatchewan, Kanada. Hier ist, wo unsere Geschichte anfängt in Mexiko. Wann wo wir leben nicht mal sicher ist, oder wir sein nicht in Zukunft haben in ein Platz, wir verluten in Siedeln in eine andere Stadt, so dass wir kann bei unseren Glauben bleiben, wann wir auch siegen, nur eine bessere Zukunft haben. Für wie Mexiko verleiten wir beleben schwere Tiden. Hier in Ontario wir beleben schwere Tiden. Diese Schwierigkeit fängt bemat uns einen schweren Entschluss zu merken für unsere Familien. Leiden, Armut und Schwierigkeit in Mexiko haben Teil von unseren deutschen Menschen in Ontario gebracht. Und in Dorf wohnen, dort wir einzig Weg viel leichter aus in Ontario tragen. Wir wissen, was wir müssen tun und was von uns verlangt wird. Einige von uns werden bloß zu Geld um unsere Familien zu finden in Mexiko. Wir beleben viel Schwierigkeiten und Grenzen, wenn wir unsere Durchreise anfangen in eine neue fremde Stadt. Hier in Ontario, wir schaffen und verdienen Geld zum Dinge tun, was wir jemals getan haben. So ist eine Bankrechnung aufmerken, ein Haus pachten, eine Bank brauchen zum Fertigkeiten und uns Geld anders behandeln. Wir verluten uns auf unsere Familien verhaupt. Und wenn unsere Familien das nicht passt, uns zu halten, dann lang wie nur halbers, wo der Dietsch reden kann. Und der Haupt, wir würden bloß verbiestern. Wenn wir nach Ontario tragen, fährten wir erst bei uns die Schwester wie ein Haus fing für uns selbst. Wir sind dort gewohnt an Farmhäuser wohnen, aber dort ist nicht einmal mählich ein zu finden. Jan Martes trafen sich hier tot mit einem Hauswirt. Sie sehen ein Wohnhaus für ihre Familie. Sie können nicht so recht verstehen, was alles angeht oder was der Wirt verlangt von ihnen. You here for the apartment? Yeah. Okay. Well, we have one left, and it's $1,000 a month. First month up front, last month up front. Read this, and this, and sign here. Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Ich komme nicht davon. So eine Papiere zum ein Haus pachten sind schwer zu verstehen, wenn einer eben so gut Englisch verstehen und reden kann. Der Hauswirt sagt, was von den Dingen, was die von uns verlangen, wenn wir würden den antragen. Und dass die auch nur ein Apartment haben zum Renten. Und dass wir sollen all die Papiere unterschreiben. Das ist sehr wichtig, dass einer nicht was unterschreiben hat, was einer nicht ganz klar verstehen kann, wo das ist, was einer unterschreiben hat. Einer würde sagen, ihr Schwemmluten dort lesen, dass einem kann krank sein, wo einer unterschrieben hat, dass einer den nun nicht in Trouble kommt. Das verstehe ich bloß nicht. Hallo Marie. Ja. Denkt ihr dort laatst, als du mir vertellst von der einen Mumtje, was das halten Papieren lesen und so, was die Eva sagten. Ja. Okay. So heißt Astrid? Oh, und sie kann Dietsch? Okay. Von Manitoba? Oh, das ist von wo sie kam. Okay. Kannst du mir Ihr Phone geben, dann war ich einmal von seine Sachen zu können halten mit dem Papier. Oder hier sind drei Papiere, was wir nicht kann verstehen. Okay. Ja. Okay. Ja. Dankeschön. Bye. Guten Tag. Astrid? Ja.
Okay, meine Schwester Marisa, die das haben Menschen mit Papieren verstehen und all so und wenn die dann in Hausraten. Hallo Anna, jo, ich kann helpen met dat. Woest du kann nach uns kommen, uns mithaben, das alles ever sein, wie verstehen ich, was das hier alles sagt? Ja? Ich weet dat dat heeft zeer veel op zich, zo'n agreement te onderschrijven. Ik weet niet meer wat dat zal al op Dietsch zijn, maar dat zijn rental agreements. Dat meint de weet van wem je een apartment wil renten. Die heeft al dit opgeschreven wat hij wil gaan dat je weten zal. En wenn einer dort nicht alle versteht und dort unterschrieben hat, dort gibt es ein small deal trouble. So, der Beste wird sein, wenn jemand wir haben, ich kann nicht haben damit, aber der Beste wird sein, wenn jemand dort durch die Bank denken, die würden dort recht kriegen. Okay. Ja, kannst du zu Ubers nach uns kommen? Ja. Okay, dankeschön. Bye. Dankeschön für uns kommen, Esther. Das alles sehr, ich weiß nicht, was du meint. Kannst du uns haben, wird dir das Eversaten von Engel stehen, ich weiß nicht, was du meint. Weil je een konstraal gedreht met dit, der heeft een deel op zich, zo'n ding is dit. Dit wird mir auch sehr schwierig sein. Aber einer macht dort sehr wichtig, dass einer dort sehr überlesen hat und dort einer dort sehr versteht. Wenn es von einer was geschrieben hat und dort nachher nicht so wie, wenn die nicht wissen, was er gesagt hat, dann sei in Trouble. Und dort sagt hier auch sogar, die sollen die erste Monat und der letzte Monat kurz von Anfang betonen. Weißt du, was das meint? Das meint, jemanden 2 Monate auf einmal geben und dann, wenn je einmal Eier aus einem Jahr von der steht verloren, dann kriege ich das nicht zurück. Die werden die sagen, dass von ganzes Jahr bleiben. Aber wenn die da länger bleiben, dann kriege ich das Geld zurück. So, das ist sehr wichtig, dass die sauber das dort weiten. Und da sind ein Teil so eine Dinge. So, was erst, wenn die das von wem loten. Okay. Überlesen vielleicht bei der Bank. Das war dran dann. Dankeschön für uns haben. Ja, Dankeschön für das alles sein dort. Weil wir das nicht haben können. Okay. Welcome to Kindred Credit Union. I'm glad that you stopped by to say hello, and I understand that you're thinking of renting an apartment. And I've looked over the contract that you've provided for me, and I see that to rent this apartment, you would have to pay first and last month's rent right up front. So you need to have that amount. Plus, I see that you'll need to pay for your own utilities like electricity and telephone and water. So again, it's hard to say exactly how much those things will cost, but oftentimes electricity could be about $100 a month, and water might be $50 or $100 a month, depends how much you use. So, but I think you'll be okay because I looked at your budget as well, and it looks like you have enough. Der Bankarbeiter sagte, sie liegt klar, was ihre Ankassen wirklich monatlich sind. Hij rechnet het krak uit, hoeveel geld ze monatlich aanbrengen en hoeveel ze wirklich brauchen zum Leben. Hij sagte ihnen dort, dass sie eine große Genüge ankommt, um dort Apartment renten. En dat zij doorheen worden alle Monat genug geld haben, um alle Billen betalen en eten zu haben. Are you planning on going back to Mexico at all this year? Not this year. Because it wouldn't be wise to have the apartment just empty if you're going to be leaving it. Trying to think of other things. How about your job? Is it pretty secure? Have you been there for quite a while? You feel comfortable signing a 1-year lease and pretty sure that you'll still have a job at the end of the year? Yes. That's good. That's good. Any other changes that you're planning with your family? No, that would be about it. So life seems like it's fairly stable, and then this should be a good place for you to live. Well, thank you very much for coming to ask about this and review this with me. I wish you all the best as you move into your new apartment. Thank you. Und check da, ohne dass sie wird betult sein mit Bargeld oder ein Check. Aber wenn sie ihr Quark ummerkt,
Sie fängt bloß ein Papier mit Nummers in Wied, was sie nicht so reich verstehen kann. Und fällt dort bei der Arbeit wird geredet von, dass die Schecks werden bloß gleich an der Bank angetut. Und ich glaube, sie besser fort bloß nach der Bank und fragt für eine bessere Erklärung. Hallo. Vad gör du för en del? Ja, schön. Die? Ja, good. Ich wollte du zur Flasche Arbeit. Und det gör mig det papier. Och jag förstår inte vad det meint. Du kan jag geben. Okay, so deras en pay stub, so dort sagt bloß, dass du Arbeit für die schaffen das, der hat dort Geld gleich von der Arbeit in der Bank nehmen. Okay. So du wird dort Geld von der Bank nehmen, haben die Krag hier. Und dann dit hier sind die Tax, wo der Hand aufgenommen für die Government. Okay. Okay? So dort Geld das soll in der Bank dann. Okay. Okay? Und wenn ich erst mal hinein, dann geben die mir das Karte, aber ich verstehe nicht, wo die brauchen macht. Okay, so dit is een debitkaart en dit is krijgt geld. Okay. So wenn du das im Stufer und du weißt, erst wo betalen, die kostet bloß eine Debitkaart nehmen, dann dort nimmer den PIN-Number nehmen und dort wird dann alles betalen für die. Okay. Okay, so dit is een beter Bereich, wo wir dann Geld holen in Knoda. Dat is so viel leichter. Ja. Ja. Okay. Okay? Ja. En dan wenn die Geld fehlt oder wechselt, wenn die dort in der Bank bringt das, wie kann die Geld geben oder Spot, wo die dann fehlen Okay. für dort. So wenn Okay. ich da schaffen, dann kann der dann Geld Fuß in der Bank nehmen und dann kann ich hier kommen und Geld mit der zurücknehmen. Ja, so den selben Tag, wo die dann betalen, dann wird das Geld gleich in der Bank nehmen. So die Okay. kannst den selben Tag noch das Geld brauchen. Oh, das sei ein Fan. Okay, good. Alright. Dankeschön. Ja, was willkommen. Dann see you later. Yep. Sei was, Luther. Neil Dietsch hofen en hij fällt am Feld zijn enet fertig. Hij heeft met zijn Fuder geredet von sich ne neue Quar kaufen. Aber sie sterben sich nicht und wird von der Quar hij sich wird selben kaufen. Neil zijn Fuder ruht am Tod, dat hij lieber fort naar der Bank en sich wieder, nu wird von der Quar hij wird selben kaufen. Dat hij näher weet, wofür ne neue Quar en een lang wirklich Geld. Neil hört nu zijn Fuder en tragt de bank, wordt van de aankassen hij wordt aantreffen, wanneer hij wordt een nieuwe kwaad hebben. En als hij wordt kan geld lenen, om een fertig te hebben. Hi, Neil. Hi. Welcome to Kindred. Come on in, have a seat. So, what can we do for you today? So I was looking at one of the flyers for the Subaru, and I seen that there was a car there, the new Subaru. The payments are only $150 a month, and so I wanted to see if I could get a loan. So you're interested in buying a car, a Subaru, Yep. and the payments are $150 a month. What's the total cost of the car, Neil? $30,000. $30,000? Okay. And sorry, that was $150 every 2 weeks. Every 2 weeks, so that'd be about $300 a month. $300 a month. Yep. Okay, I'm just going to change this here for you so we get a clearer picture. Subaru's a pretty nice car. Yeah. Yeah, Okay. they're good reliability. Have you thought about the cost of insurance for this car, Neil? I have a little bit, but I don't think it can be much because my dad's insurance isn't expensive on his car. Well, actually, sometimes for younger men, insurance is quite expensive. It could be as high as $300 or $350 a month, depending on the car and your age and your driving experience. So that's something that you might want to look at. I'm just going to make a note here, insurance. I'm just going to guess at about $300 a month, and I think that's something that you should talk to an insurance company about before you decide on the car. Oh, okay. Have you thought about how much gas you'll need to put in the car every week? Well, I'm only gonna put in like $20 a week probably, so can't be too much. Yeah. Do you know, like, how big is the tank on this car? Is it about I think 60 it's liters? 55 liter. Okay, so if you're going to fill it up, the gas is about $1 a liter, so that's about $55 every fill up. Do you think you'll need to fill it up more than once a week? I think maybe once a week. So that'd be about $55 a week. And if we multiply that out times 4 for a monthly cost, it would be about $220 a month for gas.
had you thought about maintenance and oil changes and tires and Well, maintenance brakes? is stuff that I'll do myself. Like, and I'll do work on it at home. Okay. And so buying stuff for an oil change is probably only like $30, and then I can just do it myself. So that's good. That will save you some money. And in the first year, it probably won't need as much maintenance, but after 2 or 3 years, it might start costing you, I don't know, maybe at least $100 or $200 a month just for maintenance when you add it all up. So I'm going to add another $200 a month here for cost of owning the car. Neil, so to buy this car and get a loan, of course, you know that you need to repay it and have the ability to repay it. So let's talk a little bit about your income and how much money you expect to have available. Okay. Well, I guess I keep some of my paycheck, every paycheck, because my parents take the money. So Okay. from the money I save, I keep $200 or $500 every 2 weeks. So you save $500 every 2 weeks, so that's about $1,000 a month. Yep. So that's good. And so if we look at the cost of borrowing money, and I did a quick loan amortization chart here. So if you have $30,000 that you're borrowing, and if you're going to take 5 years to pay it off, it would cost you about $566 a month to pay off $30,000 over 5 years. So we should consider that $566. And then I'm just going to add on some of the other costs we talked about. So the $566 for the loan. And then we had insurance. And we're just giving an estimate here. Could be $300 a month. We talked about gas. If you fill up once a week, would be about $220 a month. And then there'll be some other maintenance, which we said again could be up to $200 a month once the car gets a little older. Maintenance. So if we add all of this up, this would be an 8 actually, and then we have 8, 10, 12. You might actually need about $1,200 a month to afford this car over the long term. So I guess one of the questions that I should ask is, have you thought about maybe buying a used car that wouldn't be quite as costly and that might make it a little easier for you now? I did. Der Bankarbeider redet mit Neil, von wo seine monatvis Ankassen würden wirklich sein, wenn er eine neue Car kauft. Wenn all die Ankassen erst sind abgerechnet und von Neil sein Einkommen aufgetragen, dann würde Neil $200 im Monat unabhängig. But even if you could buy a car for, $6,000 or $8,000, and you could save money for 6 or 8 months, you wouldn't have to borrow money at all, and you'd probably be a lot further ahead in the long run. Yeah, because I guess Dad did tell me that it's easier to save money before you're married. That's very true. Leider os Neil bloß Geld lehen en am luten en eigen an. De bankarbeider roet Neil toe, zum leider eine gebrukte Car kaufen. Dann moet hij alle Monat noch Geld overholen, leider os unjabieren. Okay. So you think I should just get a used car then? Well, I think you should maybe consider it. I would talk it over a bit more with your parents, and I think you can get nice used cars for quite a bit less than that, and I think it would make your life easier now because you'd still have some money left for other things like enjoying weekends and spending time with your friends. Okay. All right, I'll have a talk with Dad then, and I'll probably come back if I look for a used car and That'd be see great. if I can get a loan. That'd be great. Thanks very much for coming in, Thank and you. we'll see you again, Neil. Schwierigkeit in Leben als Part von ons Leben, wo immer wie wohnen. Du sind viele Menschen hier in Ontario, die freilich sind, uns helfen. Dort steht die Arbeit unserer Frauen beantworten und uns zu helfen, mit unserer Ursache klar machen. Wir haben gehört sein, dass mehr Geld als nicht die Antwort, aber wo wir uns Geld brauchen, als leider die Antwort. Wieder wir haben noch immer in Ontario gewohnt, und wieder wir sind reich oder arm, wie kein Geld troubles haben. Allem fehlt und langt für genug Geld zu haben, um unsere Familie zu feiden. Wenn wir Frauen, wir können lernen, dass wir uns Geld vertragen, so dass wir wollen genug Geld haben, um unsere Familie zu feiden, und Knope
oder andere Jahren. Wenn wir eine bessere Zukunft sehen, wir denken an unsere Lehrer ihre wird, sodass wir bei unserem Glauben bleiben. Wo du jene Jüngeld abhossen.